Die Berliner Kunst-, Kultur- und Clubszene versteht sich in der Mehrheit als progressiv. Vielfalt, Diversität, Antidiskriminierung und Awareness werden großgeschrieben. Doch es gibt ein Thema, bei dem diese Standards offensichtlich nicht gelten. Zumindest nicht für alle. Mit dem 7. Oktober 2023 hat sich etwas verschoben. Der Ton ist schärfer, der moralische Druck größer. Die Lage scheint für viele eindeutig, wer gut und wer böse ist, wer supported und wer boykottiert gehört. Und genau das macht die Situation so brisant. In einem Moment, in dem Antisemitismus weltweit wieder zunimmt, erleben jüdische KünstlerInnen, dass ihnen im Namen der Gerechtigkeit die Bühne entzogen wird. In diesem Video fragen wir uns, was macht die Boykottdynamiken im Kunst- und Kulturbereich so erfolgreich und so problematisch? Und welche Konsequenzen hat das für Betroffene? Okay, erstmal ganz grundlegend. Was ist überhaupt ein Boykott? Laut Definition ist ein Boykott ein organisiertes wirtschaftliches, soziales oder politisches Zwangs- oder Druckmittel, durch das eine Person, eine Personenvereinigung, ein Unternehmen oder ein Staat vom regelmäßigen Geschäftsverkehr ausgeschlossen wird. Für den Kunst- und Kulturbereich bedeutet das in unserem Fall ganz konkret: Israelische, jüdische oder assoziierte KünstlerInnen, Kollektive, Orte und so weiter werden unter Druck gesetzt, sich zum Krieg in Gaza und zum Nahostkonflikt insgesamt zu positionieren. Und das bedeutet, sich für eine von vermeintlich nur zwei möglichen Seiten zu entscheiden: pro Palästina oder pro Israel. Beides gleichzeitig geht in dieser Lesart nicht. Es geht auch nicht, sich dazu einfach gar nicht öffentlich äußern zu wollen. Alle müssen sich entscheiden. Wenn eine Positionierung ausbleibt oder nicht der gewünschten Seite entspricht, hat das Folgen. Im September 2025 sah das so aus. In der belgischen Stadt Gent soll ein Klassikfestival stattfinden. Mit dabei die Münchner Philharmoniker mit ihrem zukünftigen israelischen Chefdirigenten Lahav Shani. Der war zur Zeit des Eklats noch Chef des Israel Philharmonic Orchestra. Doch das Konzert wird nicht stattfinden. Die Münchner Philharmoniker werden wegen Lahav Shani ausgeladen, obwohl Shanis Vita und öffentliche Äußerungen keinen Zweifel daran lassen, dass er für ein Ende des Krieges in Gaza, gegen die derzeitige Regierung Israels und für Frieden und Verständigung eintritt. Die gegenwärtigere Form von diesen antisemitischen Boykotten richtet sich einfach ganz dezidiert an israelische Künstlerinnen, Künstler, Musiker, Musikerinnen, weil sie Israelis sind. Nicht, weil sie eine bestimmte politische Position vertreten oder die auch in ihrer künstlerischen Arbeit, in dem, was sie eben in der Öffentlichkeit präsentieren würden, in irgendeiner Art und Weise ausdrücken, sondern rein auf Basis ihrer Herkunft. Das ist der Journalist und Autor Jonathan Guggenberger. In seinen Texten beschäftigt er sich unter anderem mit Erinnerungspolitik und Antisemitismus in Kunst und Kultur. Neben den unmittelbar betroffenen israelischen KünstlerInnen leiden auch jüdische Kunstschaffende in Deutschland unter dieser Art von Ausschlüssen. Ebenfalls ins Visier genommen werden Personen oder Einrichtungen, die Antisemitismus im Kulturbetrieb thematisieren. Dabei fällt auf, dass insbesondere AkteurInnen angegriffen und unter Druck gesetzt werden, die sich im Hinblick auf den Nahostkonflikt um eine differenzierte Positionierung bemühen. Hi Flo, willst du dich noch mal kurz vorstellen? Ich bin Flo, ich arbeite seit über 12 Jahren im About Blank und bin Teil des Betreiberinnen-Kollektivs. Erzähl gerne einmal, wie waren so die Reaktionen auf eure Positionierung? Die Reaktionen auf unsere Positionierung sind sehr breit gefasst. Generell können wir leider sagen, dass die Parteinahme gegen Judenhass und gegen antisemitischen Terror und seine Verharmlosung innerhalb der Clubkultur oft als Parteinahme für die israelische Regierung oder auch das Vorgehen der israelischen Armee gegen die Hamas und andere Gruppen missverstanden wird. Wir werden mit antisemitischen Zuschreibungen belegt, beispielsweise sowas wie Zionazis, als Zionazis bezeichnet. Und das About Blank wird auch immer wieder als feindlicher Ort markiert, beispielsweise mit dem roten Dreieck, das auch die Hamas verwendet. Und es gibt Boykottaufrufe eben gegen Orte, die als pro-zionistisch markiert oder gedeutet sind. Und wie genau oder wie konkret sehen dann solche Boykotte gerade in der Clubszene auch aus? Es fühlt sich an wie so Einschüchterungswellen.
die dann halt laufen. Also wir wissen wirklich, 10, 15 Leute sind das am Ende vielleicht nur, die dann halt sagen, wenn wir das Programm veröffentlichen, da sitzen, gucken, wer steht auf dem Programm. Das heißt dann, dass beispielsweise DJs oder Veranstaltungscrews, die hier bei uns spielen wollen oder veranstalten wollen, massiv unter Druck gesetzt werden. In der Regel über Social Media, in der Regel auch von einer ziemlich kleinen, aber sehr lauten Gruppe. Das führt dann im Ergebnis dazu, dass sehr viele DJs sich aktuell nicht trauen, im About Blank zu spielen oder eben genau Angst um ihre Karrieren haben, dass ein Klima der Angst entsteht und wir da durchaus massive Auswirkungen haben. Danke dir. Danke euch, dass ihr das macht. Tschüss. Wenn wir an Boykotte denken, dann haben wir meist öffentlichkeitswirksame Aufrufe, Absagen oder Ausladung vor Augen. Flo hat eben auch über Boykottformen gesprochen, die leise im Hintergrund ablaufen. Neben dieser offenen Form des Boykotts durch Kampagnen gibt es eben auch so etwas wie stille Boykotte, die hinter verschlossenen Türen passieren, in denen ganz gezielt Personen aus Institutionen oder Produzenten, Festivalmacherinnen etc. adressiert werden, eben mit bestimmten israelischen Künstlerinnen und Künstlern nicht mehr zusammenzuarbeiten. Oder das auch aus den Institutionen selbst heraus passiert, weil der äußere Druck einfach als Drohkulisse so oder so empfunden wird. Im Kulturbereich ist das Image, also das öffentliche Ansehen, eine wichtige Ressource. Deswegen funktioniert diese Drohkulisse auch so gut. Im Kunst- und Kulturbereich funktionieren Boykotte besonders gut, weil die meisten Arbeitsbeziehungen beruhen auf persönlichen Beziehungen. Und persönliche Beziehungen beruhen sehr viel wiederum auf Gefühlen, auf Gefälligkeit, auf zwischenmenschlichen Faktoren. Und das ist so ein Punkt, an dem Boykotte sehr effektiv ansetzen können, weil Boykotte von einem starken Gefühl der Angst und der Bedrohung geprägt ist. Mit der dazugehörigen so Medieninszenierung, die sie meistens auch haben, also sieht man bei Strike Germany sehr gut, schaffen sie es eigentlich sehr effektiv in diese Beziehungen reinzufunken und die zu verunsichern. Und wenn diese Beziehungen verunsichert sind, kommt das eben relativ schnell zu Kurzschlussreaktionen, die eigentlich, sagen wir mal, einen vernünftigen Umgang mit Boykott und andererseits mit den politischen Inhalten, die da vielleicht verhandelt werden oder verhandelt werden sollen, eigentlich nicht mehr gewährleistet sind. Das ist ein weiteres Problem an diesen Boykotten. Sie machen eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Positionen unmöglich. Sie lassen keinen Raum für Zwischentöne, für Abwägen oder Aushandeln. Und sie treffen in der Regel die Falschen. Denn gerade im Kunst- und Kulturbereich, wie auch im akademischen Raum in Israel, sind viele liberale Stimmen vertreten. Menschen, die gegen Krieg und Besatzung sind, die für Frieden und Koexistenz einstehen. Diese Stimmen mundtot zu machen, ihnen mögliche Resonanzräume zu entziehen, ist äußerst fragwürdig. Und die aktuellen Boykottdynamiken sind nicht nur politisch kontraproduktiv und schwer zu rechtfertigen. Für die Betroffenen steht weit mehr auf dem Spiel. Die Wirkung von diesen Boykottaufrufen für israelische oder jüdische Künstlerinnen und Künstler ist einerseits natürlich relativ basal und finanzieller. Und in diesem Fall ist es besonders schwierig für Betroffene, pragmatisch und irgendwie, sagen wir mal, effektiv damit umzugehen, weil nämlich diese Veröffentlichung dieser Fälle eine weitere Unsicherheit und eine weitere Angst eigentlich mit sich bringt, weil man nie ganz genau sagen kann, was denn die Folge davon ist, wenn man sich selber so exponiert. Und deshalb bleiben diese Fälle einfach unterbelichtet oder eben dann in dem Fall auch schwierig öffentlich zu kritisieren und dann im Problemfall irgendwas dagegen zu tun. Das haben auch wir bei der Vorbereitung dieses Films gemerkt. Gesprochen haben wir mit einigen jüdischen und israelischen Menschen aus dem Kunst- und Kulturbetrieb. Sich allerdings exponieren und mit Klarnamen vor einer Kamera stellen, das wollten die wenigsten. Eine jüdische Person hat sich schlussendlich trotz Bedenken bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Allerdings anonym. Jüdische KünstlerInnen können sich in Deutschland eigentlich kaum zu Antisemitismus äußern. Das hat einfach damit zu tun, dass die meisten in einer sehr prekären Situation sind, in Abhängigkeit zu KuratorInnen oder Ausstellungshäusern, in denen Antizionismus so ein bisschen zum guten Ton gehört. Und es einfach auch so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. In dem Moment, wo man sich da sozusagen stark machen würde oder vielleicht auch auf direkte Fälle hinweisen würde, dann würde das vielleicht kurz irgendwie in der Presse landen, aber man würde damit halt karrieremäßig bestraft werden.
Und deswegen sagt eigentlich auch keiner was dazu. Das ist eben auch der Grund, warum ich mich jetzt hier anonymisiere. Und wie ist das mit diesen Stillen-Boykotten? Also, welche Schwierigkeiten bringen die für Betroffene? Ja, das Problem ist bei stillen Boykotten, dass man die halt nicht so richtig beweisen kann. Also man erlebt irgendwie eine Situation und fragt sich dann, ja, war das jetzt irgendwie meine Wahrnehmung, die da irgendwie strange war, oder hat der das Gegenüber irgendwie vielleicht einfach nur einen schlechten Tag gehabt? Und das macht's halt so, ja, so ein bisschen paranoid, wenn man halt nicht so richtig weiß. Also oftmals ist es auch so, dass man dann Antisemitismus erst viel später checkt, so wenn die Situation vorbei ist. Also, wir können festhalten, für die überzeugten anti-israelischen AktivistInnen spielen die Komplexität des Nahostkonflikts und die politische Haltung von KünstlerInnen, Kollektiven oder Veranstaltungsorten kaum eine Rolle. Der bloße Fakt, dass sie israelisch, jüdisch und/oder nicht antizionistisch sind, genügt für einen Boykottaufruf. Und auch stille Boykotte sind wirkmächtig. VeranstalterInnen erleben, dass sich zum Beispiel DJs und Partyreihen zurückziehen, um nicht selbst Ziel von Shitstorms oder Boykotten zu werden. Israelische und jüdische KünstlerInnen erhalten weniger Aufträge und langjährige KooperationspartnerInnen gehen ohne Angabe von Gründen auf Distanz. In Berlin ist unter anderem deshalb das Open Arts Hub gegründet worden. Und um euch einen kleinen Einblick zu geben, was die so machen, ist hier jetzt Sarah Rost vom Open Arts Hub. Der Open Arts Hub Berlin ist ein neues Projekt zur Unterstützung von Kulturschaffenden und Kultureinrichtungen im Umgang mit Antisemitismus. Wir bringen Kunst, Kulturschaffende und Institutionen zusammen, um drängende Fragen zu diskutieren. Wie hat sich der Umgang mit Antisemitismus im Kulturbereich verändert? Welche Verantwortung tragen Institutionen und welche Impulse braucht es jetzt? Mehr Infos und Kontakt zum Open Arts Hub findet ihr auf unserer Website unten in der Videobeschreibung.